Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Juli gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist zu beachten oder aber auch, was ist am besten ganz und gar außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im Juli, bitte. O-Ton Paroli bieten. Eine Neuausrichtung. Ein Angebot. Eine Neuausrichtung durch ein neues Angebot oder eventuell einen neuen durch eine neue gedankliche Ausrichtung etwas packt und fesselt dich, sagen sie. Dein Fokus verändert sich. Also ein neues Interessengebiet. Einige Krebse können ihre künstlerische Ader sehr ausleben im Juli oder beziehungsweise sie beginnt, dass ihr malt, zeichnet, was auch immer. Pinselstriche, ich sehe viele Pinselstriche, Farben. Einige können auch anfangen, Perlen aufzufädeln, also Ketten, Armbänder, was weiß ich, Amulette herzustellen. Die Kindheit, ein großes Thema. Die Kindheit kann sein mit Erinnerungen, kann aber auch sein, dass ihr an eure eigene Kindheit zurückdenkt, angestoßen durch ein Kind. Ihr seid im Juli sehr scharfsinnig, ihr beobachtet sehr. Irgendein Krebs da draußen hat entweder im Garten oder in den eigenen vier Wänden ein Fliegenproblem. Ganz, ganz viele Fliegen oder Mücken, irgendwelche fliegenden Insekten. Moment, die ist vehement runtergefallen. Was war das? Wow, 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 wow. Ja, bisschen negative Energie durch Selbstbeschränkung. Noch eine Karte. Also für euch, liebe Krebs, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Fokus haltet, auf was oder wen. Im Zweifelsfalle immer auf euch selbst. Schauen wir uns nachher im Detail an mit dem Tarot. Denn irgendetwas hält euch ab. Yes. Für manche eine Krebsdame sind Wimpern-Extensions ausschlaggebend, beziehungsweise irgendein Wimpernserum, das aufgetragen wird. Und sogar farbige Kontaktlinsen.
Hast du dir schon einmal überlegt, was du mit deinem Auge eigentlich siehst? Was du deinen Augen erlaubst wahrzunehmen? Sie sagen, es gibt Dinge zwischen der Erdoberfläche und der Unbegrenztheit des Universums, die durchaus gesehen werden möchten, doch absichtlich verdrängt werden, auf das du nicht siehst. Doch ein Bote wird dich ereilen. Dieser Bote wird dir etwas bringen, zukommen lassen. Es kommt von dieser Bote, kann ein Tier sein, kann ein Brief sein, eine E-Mail, was auch immer, wird dir gesendet von einem Menschen, der sehr haarige Unterarme hat. Muss jetzt nicht zwangsweise männlich sein, es gibt auch Frauen mit sehr haarigen Unterarmen. Es ist die Möglichkeit zu Neuem. Und es ist die Möglichkeit, ja, zu Neuem, zur Veränderung. Doch es ist eine Veränderung, lieber Krebs, die du so gar nicht, ja, auf dem Bildschirm hast. Auch nicht die Konsequenzen davon. Es ist gut möglich, dass dein ganzes Ich, dein ganzes Sein noch zusätzlich somit vereinnahmt werden. Du wirst einen Vogel wahrnehmen. Dieser Vogel recht frech, ich sehe einen großen Vogel, also es kann schon zur Krähenfamilie gehören, muss aber nicht, einen recht frechen, auch nicht menschenscheu, also kommt sehr nah an dich ran, sehr beobachtend. Für die weiblichen Krebse geht es im Juli sehr um die Weiblichkeit. Weiblichkeit nicht nur dem eigenen Körper gegenüber, sondern was bedeutet das Prinzip Weib bzw. Prinzip Frau. Auch sagen sie, dass das weibliche Prinzip so sehr ermächtigt auf diese Welt gekommen ist, dass es vom männlichen Prinzip entmächtigt wurde über die Generationen. Schauen wir die Hauptenergie an, die dich begleitet im Juli, die Hauptenergie für den Krebs. Wow, sehr gut. Turnaround 180 Grad, das Rad des Schicksals. Der Juli wird alleine schon durch diese Karte für dich sehr, sehr gut werden, sofern du es zulässt und in die Annahme gehst. Wie gesagt, dieses Angebot, was dich voll und ganz vereinnahmen wird, das Neue, die große Veränderung, kann auf egal welchem Gebiet stattfinden. Ich weiß nicht, da ich kein Astrologe bin, möchte ich immer wieder gerne darauf hinweisen. Macht euch selbst schlau.
am 10. Juli, was da, ob der Vollmond ist, Neumond oder welche Planeten da gerade um uns herum schwirren, das ist ganz, ganz ausschlaggebend, denn das ist euer Gongschlag. Vor allem achtet an diesem Tag auf einen Zwilling, falls ihr mit einem Zwilling verbunden seid. Denn dieser Zwilling hat einiges zu sagen. Es ist auch, als würde, ich glaube, das hat mit diesem Angebot zu tun, was da auf euch zukommt. Es ist, als würde so ein Ventil bei euch geöffnet werden, das plötzlich allen Druck sich selbst gegenüber herausnimmt. Einige von euch werden beobachtet. Einige von euch werden auch getäuscht. Vielleicht ist das dieser Zwilling. Ich möchte den Zwillingen nichts Unrechtes tun. Kann ja auch der Aszendent sein, Mondzeichen, was weiß ich. Auch geht es darum, dass du, denk dran, was jetzt gerade vor einigen Minuten gesagt wurde, mit deinen Augen, was du siehst und was du eigentlich aber wirklich wahrnimmst von dem, was du siehst. Täuschung und Illusion. Von wem wirst du getäuscht? Von wem wirst du in Illusion gehalten? Oder aber auch, wen täuscht du? Kann auch einzig und allein die Selbsttäuschung sein. Wir sind ja alle Meister in der Selbsttäuschung. Doch ich glaube, es hat gut möglich mit diesem Luftzeichen zu tun. Dieses Luftzeichen, das, ich möchte nicht sagen, hardcore manipuliert, das wäre ungerecht. Doch schon gewitzt genug ist, gerissen genug ist, um dir das zu erzählen, was du hören möchtest. Es sind auch momentan generell bahnbrechende, manipulative Energien auf der Welt, die immer manipulativer werden. Lieber Krebs, denk dran. Was du siehst, nehme wahr. Mit all deinen Sinnen, vor allem über deine Intuition, auf dass du durch die Illusion hindurch siehst. Eure Energie ist generell etwas müde. Ihr merkt, ich rede langsam. Mir persönlich geht es bestens. Doch eure Energie, nachdem ich ja immer sehr stark körperlich reagiere auf bestimmte Energien, ist sehr zurückhaltend. Ich möchte nicht sagen gedämpft, aber sehr zurückhaltend. Die Karten lassen sich nicht mischen. Ich nehme ein anderes Deck. Die fliegen nur so auseinander. Moment. Ja, ihr seht etwas nicht kommen. Beziehungsweise, wenn wir das hier auf das Luftzeichen
beziehen, seht ihr die Illusion nicht, in der ihr gehalten werdet. Aber wie gesagt, es muss nicht zwingend ein Luftzeichen sein. Es kann auch einfach ein Mensch sein, der luftige Charaktereigenschaften hat. Dort, wo du hinsiehst, ist das Neue nicht. Um das Neue zu sehen, lieber Krebs, musst du erst durch die Illusion sehen. Mit Abstand. Und dann dürfen die Antennen wachsen und wachsen und wachsen. Antennen, gut möglich, mit Kristallspitzen. Wir machen weiter im Extended, lieber Krebs. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich. Ciao.